Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das 2023er Riso & Müller Packstar 70 mit Control Technology. Und das ist ein bisschen so, wie ich mich heute angezogen habe. Unten der Ruf der Natur und oben eher das leise Flüstern der Innenstadt. Es ist also ein echter Crossover. Und was das Riso & Müller Packstar 70 kann, das zeige ich euch in diesem Video. Wir hatten das Riso & Müller Packstar 70 bereits Anfang 2021 in einem längeren Test. Aber in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Riso & Müller hat es komplett überarbeitet und auch auf diesem Kanal ist das Publikum deutlich gewachsen. Moin an alle, und deswegen gehen wir diesen Test einmal nochmal komplett neu an. Das hier wird nicht das einzige Video zu diesem Fahrrad sein, sondern am Ende der Testphase werden wir euch noch durch alle unsere Erfahrungen im Alltag mit diesem Fahrrad führen und das Rad einmal bewerten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall einmal diesen Kanal. Allgemein lebt der Kanal davon, dass ihr die Videos guckt. Deswegen würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr zwischendurch Werbung angezeigt bekommt, dann nutzt doch die Zeit und schreibt einen kurzen Kommentar zu diesem Fahrrad oder was euch immer auch auf der Seele brennt. Vielen Dank. Starten wir die Details und Features mit dem integrierten Design. Integration heißt, dass sämtliche Rahmenteile, sämtliche Verbindungen, Kabel, Leitungen oder Gestänge innerhalb des Rahmens oder verschiedener Abdeckungen geführt werden. Und das Riso & Müller Packstar 70 ist ein echter Weltmeister in diesem Bereich, denn ihr könnt hier sehen, dass es wirklich keine Verbindung gibt, keine Kabel, die irgendwie außen sichtbar sind, bis auf die Bremsleitung, die zur vorderen Bremse führt, aber die kann man halt auch nicht integrieren. Alles andere ist hier drin versteckt und das sieht natürlich gerade in diesem Schwarz mit schwarzem Verdeck ziemlich mächtig aus, aber es lässt sich auf der anderen Seite auch sehr einfach reinigen, weil es einfach keine Ecken und Kanten gibt, wo man irgendwie mit der Zahnbürste rein muss, um die von Dreck zu befreien. Eine der schwierigsten Aufgaben der Integration bei Long Johns ist die Lenkung. Und Riso & Müller hat die Lenkung hier komplett versteckt. Hier oben drehe ich am Lenker. Man sieht aber kein Gestänge, kein Kabel, was irgendwo das Vorderrad bewegt. Das liegt daran, dass das alles innerhalb des Rahmens und innerhalb dieser Box geführt wird. Das ist ziemlich beeindruckend. Das heißt, diese Lenkung unterliegt im Grunde keinem Verschleiß, weil sie nicht vollregnen kann, nicht verdrecken kann, sondern wirklich komplett hier integriert ist und sollte damit auch eine lange Lebensdauer haben. Selbst solche Kleinigkeiten wie dieser Scheinwerfer hier sind in den Rahmen integriert und bewegen sich auf der einen Seite dadurch nicht mit, wenn man vorne lenkt. Auf der anderen Seite ist aber eine ganze Ecke höher und man sieht wiederum kein Kabel. Auch hier in der Seitenansicht sieht das Packstar sehr aufgeräumt aus, hat keine gröberen Ecken und Kanten, aber hier in der EPP-Box schön den Schriftzug eingefasst und auch hier diese Seitenlinie, die sie wirklich vom hinteren Rahmenteil bis hier vorne runterzieht. Das verleiht dem Ganzen nochmal so eine gewisse Dynamik. Auch die Akkus sind hier vorne sehr sauber eingefasst in der Ladefläche, verleihen dem Rad dadurch einen sehr tiefen Schwerpunkt und verlagern das Gewicht auch beim leeren Fahrrad deutlich nach vorne. Wenn man jetzt allerdings hier noch ein bisschen weiter nach hinten geht, dann sieht der hintere Teil des Fahrrads plötzlich nicht mehr so aufgeräumt aus. Und das liegt natürlich an der Vollfederung. Durch den älteren Bruder des Packstar 70, das Load, hat Riso & Müller natürlich jahrelange Erfahrung im Bau vollgefederter Long Johns. Und so ist es nicht verwunderlich, dass hier auch eine sehr ähnliche Geometrie zum Einsatz kommt, die aber im Detail schon angepasst wurde. So sieht der hintere Rahmen und auch das hintere Rahmendreieck im Detail doch verändert aus im Vergleich zum Riso & Müller Load, weil es hier nochmal etwas eleganter, etwas urbaner
gestaltet wurde. Hier beim Paxter kommt ebenso wie beim Load ein Dämpfer mit einer Stahlfeder zum Einsatz, die direkt hier unter dem Oberrohr sitzt. Und angelenkt wird das Ganze mit einem Eingelenk-Hinterbau. Das heißt, hier und auf der anderen Seite sitzen zwei große Lager an quasi der gleichen Position, die dann dafür sorgen, dass der Hinterbau einlenken kann. Das Besondere an diesem Hinterbau ist aber auch, dass es einen Einsatz eines Riemens ohne eine Rahmenöffnung möglich macht. Denn der Riemen wird hier zwischen der Riemenstrebe und der Sitzstrebe entlang geführt und das vergrößert natürlich die Stabilität dieses gesamten Hinterbaus. Was das auch möglich macht, ist der Einsatz einer Nabenschaltung mit einer Vollfederung. Das ist nicht unbedingt eine leichte Aufgabe, aber Riese und Müller schafft es beim Paxter 70. Es gibt allerdings von diesem Rad auch eine nicht gefederte, also eine hinten nicht gefederte Variante und beide Varianten gibt es auch mit einer Kettenschaltung. In allen Paxter 70 Modellen kommt jetzt auch die brandneue SR Santur Mobi 34 Cargo Gabel zum Einsatz. Im Vergleich zu ihrer Vorgängerin, der SR Santur Mobi 32 Gabel, sind hier einige Verbesserungen drin. Auf der einen Seite ist der Durchmesser der Standrohre deutlich vergrößert worden. Wir haben jetzt 34 mm Durchmesser im Vergleich zu 32 mm bei ihrer Vorgängerin. Auch hier bei der Steckachse gibt es Verbesserungen. Hier kommt jetzt ein dickeres Maß und ein breiteres Maß zum Einsatz, sodass auch hier die Stabilität deutlich verbessert wurde. Und dann lässt sie sich auch noch einfacher einstellen. Denn hier oben befindet sich auf der einen Seite ein Rädchen, da kann man den Preload verändern. Und hier auf der anderen Seite lässt sich diese Gabel auch sperren. Also vorne und hinten eine Federung zu haben, ist ein echtes Komfortplus und sollte irgendwelchen Kantsteinen, irgendwelchem Wurzelwerk doch deutlich den Schrecken nehmen. Aber hier ist auch noch die GX-Option verbaut, also richtig knollige Knollenreifen, mit denen es auch in der Natur deutliche Vorteile liefern sollte. Und das sehen wir gleich im Fahreindruck. Jetzt geht es erstmal um das Kernstück eines jeden Cargo-Bikes, nämlich die Ladefläche. Bei diesem Fahrrad ist es EPP, expandiertes Polypropylen, das den Großteil dieser Box ausmacht. Und das hat mehrere Vorteile. Auf der einen Seite ist es wetterbeständig, es hat stoßdämpfende Eigenschaften und isolierende Eigenschaften. Aus EPP sind zum Beispiel auch die Boxen gemacht, in denen ihr immer euer Sushi bekommt, damit das schön warm bleibt. Darüber hinaus ist EPP ebenfalls deswegen dafür so gut geeignet, weil es sich in so ziemlich jede Form bringen lässt. Es ist ein sehr leichtes Material und es lässt sich auch sehr leicht recyceln, dadurch, dass es im Grunde nur Kunststoff ist, der einmal so ein bisschen aufgepumpt wurde. Damit ihr diese Box aber nicht so schnell recyceln müsst, ist sie hier oben verstärkt. Hier oben ist ein stabiler Aluminiumrahmen, der die Box oben einfasst. Da fällt mein Handy runter. Und hier auf der Innenseite befindet sich auch nochmal ein Aluminiumrahmen, der so die Box in der Mitte der Box insgesamt schützt. Und dann ist hier auch noch so ein Griff montiert, links und rechts. Die Box ist von vorne bis hinten 70 cm lang, deswegen auch der Name Paxter 70 und knappe 60 cm breit. Und von Boden bis hier oben lassen sich 240 Liter laden, also wenn das ganze Kindersitzgeraffel hier nicht drin ist. Und es gibt hier auch eine Lademöglichkeit, womit man eben verschiedene Boxen und verschiedene Dinge hier einfach reinstellen und verzurren kann. Hier ist jetzt allerdings das Kindersitzgeraffel drin. Und es freut mich zu berichten, dass Riese und Müller da mehrere Möglichkeiten anbietet, um bis zu 3 Kindersitze zu montieren. Hier haben wir jetzt den Doppelkindersitz mit der optionalen Kopfstütze verbaut. Und hier merkt man schon gleich, das ist recht plüschig. Die Bank ist genauso breit wie die Box und bietet damit auch größeren Kindern die Möglichkeit, hier zu sitzen. Diese Kopfstütze bietet damit ebenfalls noch 2 weitere Vorteile. Der eine ist ein echtes Sicherheitsplus, denn wenn man scharf bremsen muss oder man dann doch irgendwo mal gegenfahren sollte, dann prallt der Kopf gegen diese Kopfstütze und überdehnt nicht, was dann auch potenzielle Verletzungen verhindern kann. Und auf der anderen Seite ist das auch ein echtes Komfortplus. Sollten die Kinder mal einpennen, dann hängt der Kopf nicht irgendwo lose in der Gegend rum, sondern sie können ihn hier richtig schön gegenlehnen und das ist auch ziemlich muckelig. Apropos muckelig, wenn die Kinder es mal richtig gemütlich haben sollen, dann kann man hier die Lehne verstellen. In 3 verschiedenen Stufen. Hier die erste, hier die zweite und hier die dritte. Und das rastet richtig schön ein und dann haben die hier eine sehr, sehr schön flache Lehne, können sich so ein bisschen zurücklehnen und hier vorne sind immerhin noch knapp 20 cm Platz nach vorne. Und wenn man sie ganz zurückstellt, dann ist die Lehne relativ steil und hier sind natürlich die beiden Dome, die die Akkus beherbergen, aber hier in der Mitte haben die Kinder eben
in dieser Sitzposition 40 cm Platz nach vorne und auch einen großen Abstand zum Boden, sodass auch größere Kinder einfach ihre Füße abstellen können. Und auch Erwachsene dürften hier die ein oder andere Fahrt mitmachen können, sofern sie unter 65 Kilogramm wiegen. Auch die Gurte sind eine besondere Erwähnung wert, denn auf der einen Seite sind sie hier oben sehr hoch angebracht und gehen somit sehr einfach über die Schultern, auch bei älteren Kindern. Sie sind auch sehr breit und erinnern in ihrem gesamten Aussehen sehr stark an richtige Autogurte. Auch hier sind dann solche richtig gemütlichen Schultergurte angebracht, damit eben auch im Sommer, wenn Sie vielleicht nicht so viel Kleidung anhaben wie jetzt im Winter, dass dann der Gurt nicht irgendwie einschneidet. Und dann kommt jetzt bei Riso Müller auch ein neues Gurtsystem zum Einsatz. Es sind nach wie vor 5-Punkt-Gurte, die hier mit einer festen Schlaufe ausgestattet sind. Aber anstatt der früheren Kunststoffverschlüsse haben wir hier jetzt einen echten Metalleinschnapper. Und das klingt richtig satt, wenn es einschnappt. Und wenn dann die Kinder hier drin sitzen, dann kann man hier noch mit einem einfachen Zug dann diesen Gurt verstellen. Und wenn dann die Kinder aussteigen wollen, dann drückt man hier einfach wieder und dann löst sich der Gurt mit einem Druck. Also das ist ein richtig guter Gurt. Damit die Kinder, die Hunde, die Ware, die Einkäufe vor Wind, Wetter und sonstigen Einflüssen geschützt werden, gibt es hier auch verschiedene Möglichkeiten, um diese Box abzudecken. Aber es wäre natürlich gemein, die Kinder unter eine solche EPP-Box zu stecken. Und deswegen ist hier das Kinderverdeck verbaut mit Scheiben. Das kann man hier hinten öffnen und dann schwingt es zum Einsteigen nach vorne. Man kann es hier so ein bisschen zur Seite räumen und dann kann man die Kinder reinsetzen oder sie können auch selbstständig einsteigen. Und wenn man es schließen möchte, dann zieht man einfach wieder an den Schlaufen, zieht es jetzt hier in diesem Falle so ein bisschen über die Kopfstütze rüber und hakt es hier hinten bei diesen Haken ein. Und dann sitzt es bündig auf der Box. Dann lässt sich das Regenverdeck auch noch in 3 Stufen in der Höhe verstellen und man kann es in eine solche Art Sommerposition bringen, damit die Kinder richtig viel Frischluft bekommen. Und sollte dann doch etwas zu viel Sonne reinkommen, dann kann man auch noch einen Sonnenschutz draufkletten. Und ein weiteres interessantes Detail gibt es auch noch bei der Box, und zwar das abschließbare Handschuhfach. Hier ist nämlich das Ganze mit einem Schlüssel zu öffnen und dann kann man zum Beispiel Handschuhe daraus holen. Oh! Oder ein Cargoli. Bevor wir uns jetzt gleich mit dem Paxter auf den Weg machen, gibt es noch eine Sache zu klären, und zwar die Sitzgeometrie. Bei allen lässt sich der Lenker um bis zu 12 cm in der Höhe verstellen. Das ist jetzt hier die höchste Position und das hier ist die niedrigste Position. Wenn das Regenverdeck jetzt hier so diese Form hat, dann kann man jede Position wählen. Weil es allerdings hier hinten geschlossen ist, dann muss man über das Regenverdeck rüber lenken. Und auch der Sattel lässt sich verstellen. Wir haben hier jetzt die höchste Sitzposition, die passt für Menschen bis ca. 1,95 m. Und wenn man den Sattel jetzt ganz reinsteckt, dann können die Menschen ab ca. 1,60 m bequem Platz finden. Wenn man hier draufsteigen möchte, muss man knapp 60 cm Oberrohr überwinden. Das gelingt relativ einfach. Und wenn ich mich jetzt hier draufsetze, dann könnt ihr erkennen, ich habe eine relativ sportliche Sitzposition. Ich sitze relativ weit nach vorne geneigt, denn der Lenker, der ist relativ weit vorne und auch der Lenker ist insgesamt relativ schmal. So, aber jetzt legen wir mal los. Und wir gucken jetzt erstmal, wie gut das Paxter um die Ecken kommt, hier an dieser schmalen Stelle. Oh. Also der Lenkeinschlag ist groß genug, aber natürlich ist das Rad jetzt auch richtig schwer beladen. Meine beiden Mitarbeiter sind da drin. Also gute 50 Kilo lasten jetzt vorne in der Box. Ach, hier wurde ja richtig umgepflügt. Und hier kann ich einfach drüber pflügen. Der Motor unterstützt dabei gut. Man hört ihn natürlich so ein bisschen. Und natürlich fällt auf, dass allerdings ansonsten das Rad komplett leise ist. Die Sitzposition ist sportlich. Sie ist vertrauenserweckend. Allerdings ist es so, dass man nicht unbedingt viel mitkriegt davon, was das Vorderrad gerade macht. Also da scheint dann noch ein Lenkungsdämpfer verbaut zu sein oder durch die Reibung der Züge gibt es eine gewisse Dämpfung. Ja, aber das hier ist fast ein bisschen zu einfach für das Paxter. Überhaupt keine Herausforderung, auch nicht für die Reifen. Hierdurch ist es allerdings schon ein bisschen interessanter. Und man kann jetzt, man merkt jetzt gut, wie der Hinterbau arbeitet, dass er einen halt, man merkt natürlich trotzdem, dass man über Unebenheiten fährt, gar keine Frage. Aber der Hinterbau, der flacht das Ganze so ein bisschen ab. Also
schon ganz gute Offroad-Qualitäten. Also hier durch die Pferdespuren. Da gibt es natürlich einige Bewegungen im Rad. Aber es ist so, dass das Ganze sehr gut ausgeglichen wird und das doch relativ entspannt darüber geht. Also das Rad stößt nirgendwo auf, es lässt sich weit in die Kurve lehnen. Auch größere Unebenheiten wie so Schlaglöcher, da geht das Rad einfach durch. Habe ich nicht gesehen. Also auch hier kommt es einfach so rüber. Oh, hier ist kalt. Oh ja, natürlich. So, jetzt dürfen die beiden zufrieden sein. So, was Offroad funktioniert natürlich Onroad noch mal umso besser. Also in der Lenkung ist eine gewisse Schwere. Man fühlt sich recht sicher mit dieser Lenkung. Also man hat nicht die Angst, dass es irgendwie irgendwas macht, was man selber nicht möchte. Man kann ja auch so ein bisschen spielen mit dem Rad durch diesen kurzen Radstand. Oh, ja, harte Kante, aber das Pexter ist so durchgesportet. Man erwischt sich schon dabei, wie man mit dem Rad dann auch eher die Pfade sucht, die etwas weniger gut geeignet sind, eigentlich. Auch schnell gefahrene Kurven macht das Pexter gerne mit. Jetzt in der höchsten Übersetzung. Und die bietet genug Reserven, um auch bei 45 km/h noch mittreten zu können. Allerdings würde ich mir bei der Enviolo-Variante am unteren Ende, also wenn man sehr langsam fahren möchte, würde ich mir noch eine etwas leichtere Übersetzung wünschen. Witzig sind halt auch diese ganzen Funktionen, die dieses Display hier bietet. Aber da habe ich ein ganz eigenes Video drüber gemacht. So, 25 km/h Bremstest an diesem Gully. Ich habe hier direkt am Gully mit dem Vorderrad gebremst und wir haben jetzt etwa 2,80 Meter gebraucht aus 25 km/h. Die TRP C2.3 ist für Cargo-Bikes entwickelt worden und die ist sehr standfest durch dickere Scheiben. Allerdings ist die Bremskraft nicht ganz so brachial wie bei anderen Rädern und man braucht auch ein bisschen mehr Handkraft. Bei über 50 nach alles sehr stabil. Und wir fahren natürlich auch gleich wieder rauf. Erstmal umdrehen. Ja, und der Lenkeinschlag, der wurde zwar auch verändert, ist aber immer noch so klein, dass man quasi überall wenden kann. Vollste Unterstützung, 25 km/h und wir fahren jetzt mal den Berg rauf. 22 km/h, noch ein bisschen runterschalten, 18, 17, 16, hier wird es sehr steil, 15,7. So, und ich habe eine hohe Trittfrequenz, das passt also, gibt nicht so viel Kraft rein, aber 15,5 km/h ist okay. Es ist halt wirklich ein schweres Fahrrad, das schwer beladen ist. So fährt das Riso Müller Pexter 70 mit der Control Technology. Im Wald, auf unebenem Gelände macht kaum ein Rad diesem Bike etwas vor. Und wenn, dann nur die hauseigene Konkurrenz. Auch die sportliche Sitzposition trägt dazu bei. Ansonsten ist es aber ein entspannter Gleiter mit viel Platz vorne drin und einem hohen Komfort. Wir gehen jetzt aber mal zurück zu Präsentationsthemern und den Preisen. Das Riso Müller Pexter 70 kostet in der Family-Ausstattung, was eine fixe Konfiguration ist, 7.199 €. Wenn man ein Pexter 70 konfigurieren möchte, dann kostet das ab 7.499 €. Die Enviolo-Variante gibt es ab 8.099 €. Und dieses Testrad hier mit der ganzen Ausstattung, die ich euch heute gezeigt habe, kommt auf einen Preis von 11.608 € mit allem drum und dran. Das Pexter 70 mit der Control Technology ist eine interessante Mischung aus Alltagsnutzen, Wendigkeit und Offroad-Qualitäten. Aber ich bin mal gespannt, was wir in den nächsten Wochen mit diesem Rad so erleben werden, denn ich bin ja nicht der Einzige, der damit fahren wird. Aber das seht ihr dann im zweiten Video. Was haltet ihr jetzt von dem Riso Müller Pexter 70? Wäre das perfekte Familienrad für euch oder das perfekte Rad für euer Gewerbe? Sagt es mir mal unten in den Kommentaren. Sagt mir auch, welche Konfiguration ihr da wählen würdet. Das würde mich mal sehr interessieren. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.